24 Angler auf 12 Booten jagen 3 Zielfische. Jawohl! Mit fast 2000 PS auf riesigen Wasserflächen. Yes! Für einen Titel. Der YPC Boat 2022 wird präsentiert von Finnwal, Humminbird und LMAB. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen im YPC Boat Finale. Wir sind heute am ersten Tag. Es ist ein bisschen grauer. Normalerweise hatten wir da hinten immer einen schönen Sonnenaufgang. Aber heute ist zumindest jetzt am Anfang erstmal ziemliche Wolkendecke. Es wird heute auch, so wie gestern, zum Nachmittag ein bisschen windiger. Heute sind die 6 besten Teams aus der Vorrunde zusammen in einer Finalrunde. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wer kann seine Form aus der Vorrunde bestätigen. Alle haben gut gefangen in ihren Gruppen. Aber wer kann diese Leistung konservieren, kann sie nochmal abrufen und heute dicke Fische ins Boot bringen? Das ist die große Frage. Wir sind sehr, sehr gespannt und freuen uns auf einen spannenden Tag 1. Wie in der Vorrunde wird 2 volle Tage gefischt, die wir euch wieder in 4 Episoden zeigen werden. Und auch die Regeln sind identisch. Beim Blick auf die Zuschauerumfrage vor Ausstrahlungsbeginn fällt auf, dass es 4 der 6 Zuschauerfavoriten tatsächlich ins Finale geschafft haben. Sowohl Nace als auch Abu Garcia wurden ihren Rollen als Top-Favoriten gerecht und konnten ihre jeweiligen Gruppen als Erste beenden. Auch Ilex und Bullseye wurden von den Zuschauern stark eingeschätzt und schafften es jeweils als Gruppendritte ins Finale. Doch auch 2 Teams, die den Zuschauern vor Turnierbeginn noch nicht so bekannt waren, Finnwal und das B1 Bootcenter, konnten in der Vorrunde richtig überzeugen und sich jeweils durch den 2. Platz für diese Finalrunde qualifizieren. Die Vorfreude ist groß. Heute geht's los, Finale. Wir freuen uns erstmal riesig, überhaupt dabei zu sein. Ja, neue Runde, neues Glück, alles ist offen. Auf jeden Fall sind jetzt schnelle Boote am Start. Gerade Dustin, 250 PS Mercury. Das Boot geht richtig. Ja, Marc eigentlich auch. Two-Stroke-Fan, 225er Optimax, auch geil. Also da sind schnelle Boote am Start. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass die nicht den Spot blocken. Das ist unser Thema. Aber nachher ist genug Platz für alle da. So Leute, guten Morgen. Wir sind gerade noch mitten in der Vorbereitung für die finale Runde und haben uns eigentlich heute vorgenommen, wieder die Fullcut zu erlangen. Wir machen uns keine Gedanken, was die anderen machen. Das sind alles gute Angler. Wir müssen erstmal die Fische fangen und werden dann versuchen, wenn alles so funktioniert, wie wir es uns vorstellen, dann nochmal die Fische aufzuwerten. Aber jetzt geht es erstmal um die Fullcut. Guten Morgen, wir sind am Start vom ersten Finaltag vom YPC Boat 2022. Herbert und ich sind ordentlich aufgeregt auf jeden Fall. Können es gar nicht glauben, gell? Ja, der Starterfeld ist brutal. Also auch die Fische, die die Jungs abgeliefert haben. Wir hoffen jetzt, dass unsere Strategie aufgeht. Wir werden, denke ich mal, ein bisschen andere Stellen befischen als unsere Gegner. Von der Charakteristik her, vielleicht zahlt es sich aus, aber drückt uns auf jeden Fall die Daumen und ihr werdet sehen, was dabei rauskommt. Bin ich nervös. Ich auch. Nicht gut. Morning Leute, wunderschönen guten Morgen. Wir wollen jetzt gleich starten. Wir sind in der Finalrunde, wir haben es geschafft, da reinzukommen und haben uns strategisch so ein bisschen überlegt, wie können wir da mithalten mit den anderen Teams oder auch vielleicht uns einen Vorteil erangeln. Ihr kennt das vielleicht von der Vorrunde schon. Es gibt eine Stunde, wo man angeln kann, wie man möchte, also schleppen oder mit dem Echolot gucken und Fische anfahren und so weiter, also vertikal angeln oder pelagisch angeln. Das machen wir. Wir gucken, dass wir gleich 2 Zander fangen. Keine Riesen, aber so 2 schöne Fische im Boot haben. Ne? Und dann haben wir ein bisschen Ruhe, dann können wir uns um die anderen Sachen kümmern. Fang nicht so viel, Freddy. Ja. No, we don't need a lot. Ich mache mir eher Sorgen um euch. Ja, ihr seid schon meine Favoriten hier. Ne? Auf jeden Fall. Ihr seid meine Favoriten. Ah, das ist schön. Das ist schön. Get a room, guys.
Boote sind unterwegs zu ihren Stellen. Abu Garcia und Finnwal starten auf dem Holland Steep. Bullseye, B1, Ilex und Nace fahren aufs Haringsvliet. So we arrive at this first spot. First off, we want to try to do the power hour with some pelagic angling for big sanders. Yeah, take advantage of the stuff that we have. I mean, we have this kind of stuff and the knowledge of Freddy. We don't have the horsepower to go to the other side of the country. What do you think? Ja genau, wir dürfen halt alles machen, was wir wollen in der Stunde, ne? Und also auch schleppen und alles. Und das ist das, was wir nutzen werden hier und gucken, dass wir einen schönen Zander fangen. Mal gucken, ob da der erste ist, den wir angeln. Wir werden so ein bisschen verschiedene Techniken probieren. Ja, wir fangen jetzt an. Ja. Power hour has started. Time is 8:06. So Leute, erster Wurf. Die Wetterbedingungen passen. Wir starten natürlich wieder flach. Versuchen uns jetzt erstmal gleich den ersten Fisch zu holen, um den Druck ein bisschen rauszunehmen. Also gerade am Anfang, vielleicht merkt ihr das auch, sind wir immer sehr angespannt. Und ja, der Spot hat die letzten Tage echt gut geliefert. Gerade zu der Uhrzeit. Es ist gerade auch relativ trüb vom Wasser her. Es war gestern sehr windig. Es ist nicht viel Sonne da. Deswegen angle ich gerade auch echt eine Schockfarbe. Das hat gestern beim Training auch gut funktioniert. Ja, das muss jetzt nur auch noch funktionieren, ne? Nervosität bei Team Finnwal und auch im Bullseye-Team ist die Anspannung spürbar. Jetzt fährt der an unsere Stelle. Nein, fahr rückwärts, habe ich gesagt, rückwärts fahren. Nein, nicht so. Fahr halt nur rückwärts. Dann rückwärts durch die Welle, Herbert. So, Okay. jetzt. Fahr nochmal da durch. Wir machen das mit dem Bugmotor heute. Ja, wir machen das mit dem Bugmotor. Sonst ist das alles. Ja, ja. Nein, wir mit dem Bugmotor. Wir ankern jetzt. Wir ankern. Wir ankern sogar zweimal auf dem Platz. Okay, passt. Jetzt fischen wir halt die Kante hoch. Ja? Nein, wir stehen jetzt so gut, passt schon. Die Anspannung ist groß. Wir probieren auch jetzt hier im Turnier was Neues aus für uns. Und dementsprechend müssen wir jetzt rausfinden, was funktioniert und was nicht. Es gibt immer verschiedene Wege nach Rom oder zum Fisch. Schauen wir mal. Da ist 7,10 Meter. Ja, jetzt passt schon. Was hast du drauf, an Krebs oder was? Ja, Krebs. Mittlerweile ist auch Nace am Angelplatz angekommen. Felix und Dustin sind froh, ihren Erfolgsspot aus der Vorrunde ohne Gesellschaft zu erreichen. Alter, war das ein nerviger Ritt. Alter, geisteskrank. Aber hier sind wir ein bisschen windgeschützt in der Dings. Das ist ganz geil. Zum Glück ist Marc nicht an unserem Spot. Erster Wurf jetzt im Finale vom YPC Boat. Das Wasser ist leider sehr, sehr klar. Die Bedingungen haben sich geändert. Nicht so wirklich gut, aber gut. Wir versuchen es einfach. Egal, let's go. Let's go. Ist wirklich gar nicht gut, kann ich dir jetzt schon sagen, ne? Aber ohne Witz. Ist ja klar. Es ist immer ärgerlich, wenn man an den Spot ankommt und schon sieht, dass die Bedingungen nicht so gut sind. Das Wasser ist viel, viel klarer als an den Tagen, wo wir gefangen haben. Und jetzt sind wir sehr, sehr weit gefahren. Und andere gute Spots sind weit entfernt, wo wir wissen, dass das Wasser ein bisschen trüber ist. Ärgerlich. Mal gucken, vielleicht geht ein Hecht und ein Barsch dann jetzt hier noch. Aber ich vermute mal, Zander wird schwierig. Aber werden wir sehen. Man weiß nie. Die Fahrt hierher war auch ein unglaublich wilder Ritt. Dustin hat sein Boot hier bis an die Grenzen gebracht und Marc von Team Ilex ebenfalls. Wir haben erst gedacht, der fährt an den gleichen Spot wie wir. Aber kurz davor hat er zum Glück abgedreht. Aber war ein wilder Ritt auf jeden Fall. Good morning, boys and girls. Good morning. It's the final, the first day of the final of the YouTube Predator Cup boat. Yeah. And we are pump up to catch some big fish. Everything. Great. We first will go on for pike, but a zander can be in between and maybe a big perch. So we drift a shallow area with some grass and hope to find some big fish now. Let's go. Let's go. Let's go, man.
unten. Levante. Ich mache jetzt mal den Spinnerbeet dran, oder? Ja, sicher. Ein Erfolgsköder. Ja. Easy Nummer. Zeit ist Fisch. Der hat gestern abgeräumt. Den nehmen wir heute wieder. Erster Wurf. Ah, scheiße, kleiner Hecht. Das ja. Immerhin, Hecht. Super. Kurze Ding ist nur ein kleiner, aber erster Fisch. Was hat er? Vielleicht immerhin 62. Schönen guten Morgen. Da ist er. Erster Hecht. Hopp. Ja. Der erste Fisch des Tages geht aufs Konto von B1, die bereits in der Vorrunde auf dem Haringfleet erfolgreich waren. Bullseye hat seine Taktik dagegen geändert und experimentiert zunächst ein wenig. Fisch. Nicht groß. Ist nicht groß. Aber ist Fisch. Mal sehen, wo der kommt. Sieht gar nichts. Oh, 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 oh. Petri! Hey, hey, hey. Ja, für einen Barsch wäre die Größe gerade so. Aber Petri trotzdem, erster Fisch. Keine Punkte für Bullseye. Die einzigen Zähler hat bisher B1 auf dem Konto. Fisch. Kilo, Fisch. Barsch, Frank. Barsch. Komm mal. Ja! Ja, eine Bombe! Ey, Tobi! Ja, Alter, geil! Ist das eine Kirsche? So, super Ankerfunktion. Mega, super. Mega. Ah, läuft. So, dann können wir das Gel ist ja gerade noch nass. Oh, ist das eine Kirsche? Ist das ein Teil? Alter, geil. Da ist er. Mann, sieht der aus. Ist das ein Teil? Nee. Und? 45. Oh, na trotzdem. Und? Komm weiter. Sehr schön. Läuft auf jeden Fall. Schön. ...45er Barsch, 62er Hecht. Von wem? B1. Nochmal. Oh, es vibriert die ganze Zeit, ey. Fisch. Barsch. Alles klar. Schön, komm. Ja, da ist er. Hey, Tobi. Keine Zeit. Das haben wir schon mal. Ja, guck mal. Ey, geil. Jani, Zeit ist Fisch, du weißt. Schöner Fisch. Oh, Wahnsinn, ey. Super, messen wir gleich mal und dann weiter jetzt, Frankie. Okay, machen wir das so? Ja, sehr gut. 39. 39. Ein Stand nach Maß für das B1 Bootscenter. Nach Franks Hecht legt Tobi 2 schöne Barsche nach und das Scoreboard der Bootsbauer liest sich bereits ziemlich gut. 230 Punkte in kürzester Zeit, so kann es weitergehen. Martin nimmt die Fänge umgehend zur Kenntnis. Ja, die ersten Fische sind gelandet worden von unseren Freunden B1. Frank, Tobi, Hut ab. Ihr habt eure Hausaufgaben gut gemacht und wir freuen uns mit euch über die tollen Fische. Bei uns läuft es noch zäh, aber der Tag ist ja noch jung. Ja, sind selbst gespannt. Aber wir drücken euch weiterhin die Daumen, auf jeden Fall. Vollgas geben. Yeah, with the forward-looking technology, we're
Freddy searching the fish and then not putting the boat right on top of them, but keeping a little bit of distance, not to spook them a bit, and then trying to cast the lure on top of them. So that's more challenging than normal standard vertical pelagic fishing, but a different approach can work better or not. We see. Fische sind hier so hart beangelt, die haben alles gesehen. Das heißt, wir machen so ein bisschen auf Distanz, angeln wir die an, einfach nur damit die das Boot von der Scheuchwirkung nicht über sich haben. Bisschen schwieriger, aber wir geben alles. Wir brauchen 1 oder 2, das wäre schön. Also das Hauptproblem ist, dass die schwimmen wie die Wahnsinnigen gerade. Wir fischen mit 2 Routen. Also Simon und ich angeln gerade im Team quasi zusammen hier. Einer holt die Route rein, einer fährt den Fisch neu an. Also ich, sau schwer. Aber was ist schon leicht beim Angeln auf große Fische? Ja. It's the name of the game. Try the other lure. Fish this one. That should be it. Come on. Yeah. Fish! Yes! It's a big fish. That's a big fish. It's a good fish, not a big one, but good. What we need. Yeah. Yeah. Yeah, boy! 65, 70, something like this. Bring it to me. Totally here. Not a big one. Yeah. But the first fish in the net. Come on! Come on. Next. Quick. Okay, you do it? Yeah, I do it. And you fish. Here's the other rod. So in order not to lose too much time, I mean, we only have 1 hour for this kind of stuff. I'm gonna fix the fish, show it, measure it, and Freddy's fishing on. Look at that. First fish on the board. Beautiful zander. And the lure is totally gone. That's the reason also why we only fish with 1 treble hook. It's enough. If they take it well. Let's first get the lure out. It's the brand new Berkley Pulse Realistic Perch, 15 centimeter. Beautiful color, like zander kind of color with the kind of transparent white belly. You see the similarity here? It's the zander color. And they bite each other. That's why. Let's see the length. Okay, it's touching there. And here we have 68.5, so 69. Yeah, Simon. Ready? Yay! Nice. Awesome. Nice. There he goes. Bye-bye. Awesome. First fish on the board. That feels good. Now we quickly go for the second one. Die Art und Weise, wie Freddy und Simon die Fische im Team pelagisch anangeln, hat sicher noch nicht jeder so gesehen. Funktionieren tut es in jedem Fall. Klasse Zander, genau so haben die beiden sich das vorgestellt. So, ich hatte jetzt schon 2 Verfolger auf meinen Dankel, die sind immer kurz hinterher geschwommen, aber haben nicht zugepackt. Ich versuche jetzt hier mal mit so einem Jerkbait, Twitchbait, die vielleicht ein bisschen aus der Reserve zu locken, das zupacken mit dem Re-Range. Ich habe schon echt sehr viele Hechte damit gefangen, gerade wenn es schwierig war. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich benutze jetzt den Calamar Grill Nitro Booster, der ist UV-aktiv. Das heißt, hier unten habe ich noch so einen UV-Punkt plus den Geruch. Fish, first cast with a re-range. Not a big one, but it's a good spot. Come on, Spikey. I bring it. Okay, in the net. In the net. Cool, ihr habt gesehen. Es funktioniert. Erster Wurf, Memory Range, Fisch. Kein großer, aber ein Anfang. 73. Also 72,5. 73 Hecht. Ein schöner Fisch, aber ich hoffe, den können wir noch rausschmeißen aus der Wertung.
Lassen wir den schnell schwimmen und holen uns noch ein. Okay. So. Schick mir die Mutti, bitte. You should send his mom. Good. Or maybe better the grandmother. Ich arbeite auch bei Hardbaits oder auch bei Chatterbaits, Spinnerbaits und Sachen immer mit Nitroboost. Der hängt noch ein bisschen dran. Ich werde jetzt gleich noch mal ein bisschen nachlegen. Gerade wenn die Fische den Köder eher langsam verfolgen und nicht direkt zupacken, kann das noch mal so einen Schlüsselreiz geben, dass sie sich den Köder schnappen. They still have some plant in the bottom, and I will go with aggressive action with Crow in order to see if I can have some reaction strike, or if they take it on the bottom. I want to see both on the same time. It's a rubber jig, but I have a blade just inside to make more vibration in the water and to give some flash. And you see, I will show you. So, and in the skirt, I have some bucktail to get a more wide action, to move a lot of water. And with this, I can go in the plants. Fisch. Oh, das ist ein ganz großer Zander. Oh, yes. Oh, yes! Cool, wow. Der hat weit über 75. Boah, hier ist, guck mal, siehst du das Wasser hier? Ist drüber. Das Wasser ist so trüb geworden hier. Hältst du kurz bitte? Yes, wow, der war wichtig. Alter, ist ein richtig schöner Fisch. Erste Biss heute und dann gleich so ein schöner Fisch. Wow. Der ist wichtig. Ich will es kaum sagen, auf welchen Köder, aber ihr werdet es wahrscheinlich vermuten, auf dem Maze Runner. Guckt euch diesen schönen Fisch an. Wow. Gut, der wird uns richtig nach vorne bringen. Beziehungsweise ist ein richtig wichtiger Fisch. Warte. Oh, warte, sorry, war nicht vorne dran. Jetzt lass mal los. Jetzt ist er vorne dran? Ja, jetzt ist er vorne dran. Ja. Wow. Hammerfisch das, denn das ist ein Einstand. 73, ich hätte gedacht, der ist größer. Ich auch. Weil er aber ein super Fisch. Schöner Fisch. 73er, der darf schnell zurück ins Wasser. Yes. So. Da ist er schon weg. Yes, der war wichtig. Das Lustige ist, wir sind hier jetzt hergekommen und hier wurde es trüber. Und ich dachte in dem Moment noch, ach geil, hier könnte es vielleicht ein bisschen besser sein. Und dann kam direkt der Biss. Naja, Glück gehabt, weiter geht's. So, hier ist das Wasser ein bisschen trüber, hat man gleich die Zander. Ist eine Weile mit dem Spinnerbait gefischt. Zwischendurch jigge ich immer mal, um ein bisschen was anderes zu machen. Hat beim ersten Wettkampftag auch super geklappt. Da hatte ich dann 1 Meter Hecht. Relativ nah hier an der Stelle. Das wäre geil, wenn das jetzt wieder klappt. Aber man merkt schon, die Fische sind deutlich weniger aktiv. Was vor allem daran liegt, dass das Wasser klarer ist, glaube ich. Aber hier haben wir eine Ecke gefunden, wo ein bisschen Trübung ist. Und da hoffen wir uns, dass wir jetzt hier die Fische zumindest ein bisschen besser zu fassen bekommen. Jetzt nehme ich schon fast 1 Stunde um und ein Fisch ist ein bisschen mager. Dafür ist ein sehr schöner. Ich will mich nicht beklagen, aber da muss auf jeden Fall noch mehr kommen, um vorne mitspielen zu können. Nun also auch der erste Fisch für Nace, die damit an Ilex und Abo vorbeiziehen. Nur 2 Teams sind in der ersten Stunde ohne Wertungsfisch geblieben. Finnwal und Bullseye. Ja, wir haben jetzt gerade den Zwischenstand gekriegt von den Freunden da. Wir haben außer viel bisschen noch nichts gefangen, außer ein ganz kleiner Zander. Und die haben schon wieder ordentlich abgerammt mit so 70er Zander. Da stellt mir eigentlich die Haare so brutal auf. Naja, aber dass das nicht einfach ist, das wissen wir ja. Aber wir holen dann das Feld von hinten rum auf. So der Plan. Also machen wir Spotwechsel. Die Zeit läuft ja wieder gegen uns. Nein, die läuft mit uns. Du hast schon immer von einer Reise auf die Malediven, nach Panama oder nach Madagaskar geträumt? Dieser Traum könnte schon sehr bald in Erfüllung gehen. Vom 29. Mai bis 6. Juni feiern wir Shimano Week bei uns im Onlineshop
Und pro ausgegebenen 50 € für Shimano-Artikel geht ein Los mit deinem Namen automatisch in einen Lostopf. Mit etwas Glück gewinnst du die Traumangelreise mit Getaway Sea Angling im Wert von 4.000 € und fischst mit deutschen Guides im Angelparadies deiner Wahl auf GT, Sailfish, Cubera Snapper und viele andere spannende Fischarten. Etliche hochwertige Shimano-Artikel warten auf dich und wollen von dir in Lose umgewandelt werden. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ist natürlich ganz spannend zu sehen, dass gerade in Spots von den anderen Jungs, wir haben ja gesehen, wo die hingefahren sind, Fische gefangen werden. So ein windiger Tag kann einiges verändern. Und wir sind halt eher in einem trüberen Part. Die sind eher in einem tendenziell klareren Part. Und wir müssen einfach gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wenn die Boote, die in die andere Richtung gefahren sind, auch gut fangen, könnte man vielleicht über einen Planwechsel nachdenken. There we go. There's the fish with the lure over it. So quite many Xanders here now. Coming. Yep, fish on. Nice. Talk to me. Good fish? 70. 70. I think so. Ready? I am. Yes, sir! Woo! Yes! Second fish in the boat. Yeah, boy! Okay, not, we have a few minutes big, left. But so important. Few minutes left. Go on. Woo! Ah, what a nice strike. You are the man. You are the man. We are the man. You helped me. We can only do this together. Number 2, a bit more bulky fish and also longer, and that's what we need. We don't need the bulkiness in this competition. We need the length. And this one, again, inhaled that same lure. As you can see, it's on the same place, all the way in the bucket. So let's first get the hooks out. Oops. Same lure, and a good, I think, 70 plus sender. Let's see. With this one, it's 73. Approved? Approved. Thank you. 73, buddy. Good, good, good. That's it. Very much needed. Very much needed indeed. Beautiful fish. We have a few minutes left, so quickly return this fish and get cracking. Splash. Yes. Probably. That's good. Two good senders on the board. Guys, don't move now. Don't move, don't move. And Freddy is still on the fish. He's so focused, it's insane. I love it. I love to fish with this guy. We cannot move, we're on the fish. So keep the boat quiet. There's already a lot of waves going on, disturbing the image of the sonar. So if we also move in the boat and walk and stuff, it's not making it easier. Such an important Xander, huh? 73 is good, man. That will last. That will last. Team Abo ist happy über den zweiten Fisch. Felix hat den Fang bereits zur Kenntnis genommen. Ja, Abo hat mittlerweile den zweiten Zander eingereicht. Somit haben sie 2 wirklich gute Fische in der Wertung. Und ich weiß nicht, ob sie mittlerweile die Power Hour schon beendet haben. Ich hoffe mal, dass da nicht jetzt noch ein größerer beim Pelagen kommt bei denen. Aber egal, wir schauen auf unser Boot und hoffen, dass wir noch was kriegen zeitnah.
sehr gut, Felix, sehr gut. Yes, kein Monsterbarsch. Egal, ein Wertungsfisch. So, der erste Fisch für mich. Kein Monster, aber ein Wertungsfisch. Den lassen wir uns kurz messen. Auf dem Chatterbait mit einem Nace Trailer. 66 Punkte. Wichtig, den können wir auch dann schnell upgraden, aber erstmal ein Wertungsfisch. Sehr gut. So, der darf zurück, geht gleich weiter. Boah, das Ding. Sehr gut, Alter. Wichtig, wichtig, wichtig. Und das Gute ist, dass 2 Fischarten schon sind. Ja. Und wenigstens einer von die beiden Fischarten, die wir als bisschen schwieriger einschätzen. Ja, das stimmt. Bereits die zweite Fischart für Nace und Platz 1 bis 3 liegen nun recht dicht beieinander. Team Finnwald startete in der Vorrunde extrem stark. Heute gab es bislang noch keinen Fisch für Martin und Simon. Ja, bei den anderen Booten scheppert's gerade. Scheint wohl eine gute Beißphase zu sein im Gewässer nebenan. Bei uns läuft es derzeit noch nicht, aber wir halten am Plan fest. Wir sind uns sicher, dass die Fische hier sind. Haben aber jetzt auch schon so die Überlegung, das ist jetzt der 3. Spot, ob wir nicht vielleicht dann doch, falls da noch mehr kommt bei den anderen, uns auf den Weg machen, auch ins Gewässer nach nebenan. Da haben wir auch Spots, da haben wir auch gefangen. Ja, wenn es da besser laufen sollte tatsächlich, dann haben wir, glaube ich, keine andere Wahl. Wir müssen natürlich den Wind im Auge behalten, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wie gesagt, das ist noch früh am Tag, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Letztendlich kannst du hier an einem Tag viele tolle Fische fangen. Ja, die Punkte bringen, ne? Kriegen wir schon hin. It is over now. Finally we can do some fun fishing. Okay, jetzt die Angelei vorbei. Wir sind auch ziemlich froh, dass man nur eine Stunde am Tag so angeln darf. Also werfen ist 10.000 Mal cooler, macht mehr Spaß. Und jetzt kommen die Routen weg, die Pelago-Routen hier. Und wir werden uns jetzt um die spaßige Angelei kümmern. Das Wurfangeln, das macht deutlich mehr Spaß und bringt auch hoffentlich einen schönen Barsch. Den kriegen wir bei dieser Angelei nämlich nicht. Und vor allem einen Hecht, den kriegen wir nämlich bei dieser Angelei hier eigentlich auch eher schwierig an dem Gewässer. Also jetzt geht's los. It is over now. Mit. Alter, Unterspunkt. Pass auf den Motor auf. Ja. So, Knoten geplatzt. Vertrauen in den Spot. Und der erste Fisch im Boot. Jetzt fällt nicht nur ein Stein, sondern ein ganzer Felsen, ja, glaube ich, von unseren Schultern. Gut. Da ist der schöne Zander. Klein, aber fein, aber das gibt Punkte. Das gibt Punkte. 61. Ja, der Köder war ein Jigspinner. Ich bin eben noch ein bisschen kleiner gegangen, weil ich mir dachte, dass das Futterfischangebot wirklich aktuell sehr klein ist und gerade in den Flachbereichen sehr viel Futterfisch steht. Und wenn man natürlich sehr nah an das aktuelle Nahrungsangebot kommt, dann hat man vielleicht gute Chancen. Das war die Theorie. Die Theorie ist aufgegangen und ich werde natürlich jetzt erstmal damit weiter angeln und gucken, ob noch der ein oder andere Zander hier im Flachen auf 2 Meter steht. Da sind ja, glaube ich, jetzt alle entschneidert, alle Boote, ne? Von so noch nicht. Ah ja, stimmt. Stimmt. Herbert und Fonso. Ah, die rocken das auch noch. Nun legt also auch Finnwald den ersten Wertungsfisch auf die Matte und auch Bullseye hatte zumindest schon einen untermaßigen Fisch im Kescher. Herbert und Markus haben das Gewässer gewechselt und wollen nun also auf dem Hollandsdieb die ersten Punkte einsammeln. Dort angekommen dauert es auch nicht lange, bis die Route erstmalig krumm ist. Fisch! Aber nicht zu viel Druck, nicht zu viel Druck.
auf alle Fälle. Achtung, du hast hier Köder in der Hose. Also das machen wir nachher einfach, dass du weißt, wie viel es sind. Auf alle Fälle ein Barsch. Ein Rapfen, ein Aaland, ein Aaland. Jetzt haben wir dann alles gefangen hier. Petri trotzdem. War schon mal Übung. Ein Aaland. Ein schöner Aaland. Hätte geglaubt, das war jetzt ein 40er Barsch. Schade. Schade, schade, schade. Ja, die Größe hat gepasst, aber der hat ein bisschen die falsche Lackierung gehabt. Petri trotzdem, ja. Immerhin schon mal warm gefischt. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter Viere fahren, da zu der Strömung da. Ja, da drückt es richtig rum. Oh, Biss. Biss gehabt, ja. Hast du gesehen gehabt, oder? Ja. Ei. Während Bullseye noch an der Fischart arbeitet, ist Abo nach der Power Hour am ersten Spot fürs Wurfangeln angelangt. Freddy, you're starting with the Berkeley Dex Chatterbait? Yeah, Dex Chatterbait. It's funny, Simon and I, we worked together on this bait and now we fish it in the tournament, so that's super cool. It's a beautiful bait. Power swimmer from Berkeley, I added it as a trailer in the morning, a little bit more color. And yeah, sometimes I speak in English, sometimes in German. Kann auch auf Deutsch sprechen, ne? Ja. Yeah, also. I'm starting with the Berkeley Sick Flanker, 10 centimeter. Also on a chatter jig, so it's in fact it's one of the samples from the Berkeley Dex chatterbait, but then taking the skirts off just to have a little bit different presentation, a little bit different movement, and we give it a try. Ja. We try to get a big perch here. Da fangt ihr große Hechte drauf, da fangt ihr große Barsche drauf und von daher ein super Turnierköder. Der macht vor allem ordentlich Druck und wir haben ein bisschen Welle, wie ihr seht, und ist ein super Suchköder, um erstmal die Fische zu finden. Wenn man sie dann hat, haben wir noch ein paar andere Strategien, wie wir sie dann noch ein bisschen so rauspieken wollen aus den Krautlücken hier. Aber erstmal zum Suchen, wo sie sind, ist das der perfekte Köder. Ja, los geht's. Let's go. Let's fish. Not a big one, no? No, but it doesn't matter. Maybe get ready with the net. Oh, I need to go around. Sorry. Not a small one. It's okay fish. Could be Zander. It's a Zander, huh? Good fish. Good Zander. Good bite. 3, 2, 1. Yes! You continue the fishing. I take care of this. Could it be an upgrade? Maybe, huh? Yeah, but we need more other fish, you know, bonus the other yeah. fish. All right, there we go. The lure is out already. As I said, I started with the Berkeley Sick Flanker, 10 centimeter. Super nice search bait, a lot of vibrations, and especially with the chatter blade in front, it's crazy good lure. And the good Zander took it right on the spot where we expected, so that was really cool. Yeah. We said like, okay, time for a bite. Boom! Yeah. Kind of predicted this bite. It sounds a bit weird, but sometimes you feel it. Eh? Sometimes you feel like, this cast is gonna give me a bite. And this time it happened. Look, that's a good fish, man. Be an upgrade. It's an N60. Let's go to the measure board and check the statistics. There it is, 70. Yeah. Yes, man. First we did some pelagic. Freddy got us 2 good size Zander. And this is a good one to have on the list as well. 70 centimeter, 69.5, that means 70. Important points, I would say. And the spot is delivering. Let's put this one back quickly and see if we can catch
something else or the same. I don't care catching this kind of fish. This one is angry. It's gonna splash. Yes. Yes, man. Happy with this fish. Let's keep moving. Auch beim Flachwasserangeln bekommt Abo einen guten Zander. Freddy und Simon holen sich damit die zwischenzeitliche Führung. Das fühlt sich natürlich sehr, sehr gut an, weil das war auch so ein bisschen unser Plan, dass wir heute schon mal so ein bisschen Zander vorlegen und dass das auf dem Flachen nochmal klappt, ist natürlich schön. Hat im Training auch schon geklappt hier und macht Spaß auf jeden Fall. Richtig geil, wir haben richtig Spaß zu angeln heute, macht richtig Bock. Und jetzt gucken wir mal, dass gleich noch ein Barsch beißt. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja. Geht gleich los hier. Ich auch. Ich auch. Oh, das Lure, man. Barsch und Hecht, auf der trifft noch, komm. Ja. In den nächsten 15 Minuten beides noch voll machen. Klappt. Pass auf, klappt. Can happen. Ja, kann klappen. Any moment, any moment. Oh, this bite, man. Ah, boom, hä? Fucking hard. Ja, die beißen so hart. Deeping hard. Also ab 70 machen die einen richtigen Biss auch, ne? Bam. Super schön. So macht das Spaß. Guys are probably gonna be like, yeah, they catch all those big sanders. Well, fish on, pelagic fishing, fish after fish. That's another fish. What's that? I don't know. It feels like a pike. Doesn't feel small either. It's a big pike. Watch out. Big pike, huh? Take it easy, huh? Yeah. Take it really easy. Is the engine off? Yeah. Careful, but go around the... We kind of drift over the fish, yeah, so that's a big fish. Oh, it's a good pike. That's a big fish. Ah, maybe. I don't know. I haven't seen it. Could be a bream that you hooked, huh? Probably. Huh? Probably bream, huh? No, it's too heavy for that. I don't know. It's Phil hooked pike. Yeah. This one won't count. No. This one is not gonna count. It's a quite nice one. Ja. Ja, Hecht gehakt. Das habe ich auch lange nicht erlebt, dass man einen Hecht irgendwo an der Seite erwischt. Chatterbait im Kraut, boah, ja, der zählt nicht. Just behind the gills hooked, so this one doesn't count, but super nice fish. See how bulky they are. Wow. So strong. Super nice fish. And it tells us the fish are here. And I'm 100% sure this one made a shot for the lure, but yeah, missed it. You stupid blind pike. Next time you take it in the mouth, okay? Let's quickly release it. Yes, she goes. Off to the next one. Bei Abu Garcia gibt es gefühlt Fischkontakt im Minutentakt. Bei Ilex beginnt der Tag wie schon in der Vorrunde deutlich verhaltener. Doch Panik bricht keine aus. Gael erklärt uns die Strategie. We try to think about just our fishing. We have 2 follower staff, but there are some fish and pike was the most difficult last day, so if we can start with 2 nice pike, we can see 4 perch or under after. So we want it and we try. Yeah, it was a long drift, not so much bite, but we'll see. It's at the end of the day that you know if your choice were right or not. So, ich habe jetzt noch ein paar Köderwechsel gemacht, aber ich gehe wieder zum Erfolgsköder. Vielleicht haben sich die Zander ja gerade so ein bisschen auch auf diese Größe oder auch auf genau diesen Köder eingeschossen. Habe ich jetzt Vertrauen drin. Und 4 Zander, beziehungsweise noch ein weiterer Zander, um die erstmal voll zu machen, wäre gar nicht verkehrt. Weil dann wären wir nicht gezwungen, an unseren Zanderspot zu fahren. Wir sind ja nicht so die begeisterten Zanderangler und könnten dann nochmal auf dicke Barsche und Hechte gehen. Dann vielleicht mehr als einen Tag Zeit, weil der morgige Tag war nicht für die Großen eingeplant. Vielleicht könnten wir dann heute Mittag schon Richtung Big Fish gehen. An der Badebucht hatten wir auch immer Kontakte, dass wir an der Badebucht noch mal entlang fahren. So ein kleiner Krauthecht, der muss da sein. Echt. So ein blöder kleiner Krauthecht. Da würden wir uns so drüber freuen. So, immer noch kein Wertungsfisch für uns. Wir fahren jetzt wieder lang, weil wir fahren ja gern von so, oder? Geht's hier nicht ums Bootsfahren bei dem? Ach so, okay.
Wir sollen ja noch Fisch fangen. Ach so, Ah, die Regeln nicht jetzt. genau gelesen. okay. Hey, Zander. Zander, fetter Zander. Yes! Yes, yes, Ja, yes! Mann. Gut, dass wir gehalten haben. Gut, dass wir gehalten haben. So sieht's aus. Hast du? Ja. Schöner. Schöner Zander. Guter Wertungsfisch. Was haben wir denn da? 65 auf dem Kopf. Ja, wir hatten dann doch ein gutes Bauchgefühl, hier an der Stelle stehen zu bleiben. Wieder im Flachen, wieder auf den Jigspinner. Guter Einschlag, schöner Zander, der geht zurück. Good job, Mann. Und hoppala. Ja. Good job. Okay, jetzt kommen wir langsam in Fahrt. Langsam. Wir werden warm. Gut. Petrus meint es gut mit Finnwal. Der ungeliebte Zander kommt als Beifang in guter Größe an Bord und erlaubt es Simon und Martin weiterhin sorgenfrei auf ihre Lieblingsfische Hecht und Barsch zu angeln. Richtig Punkte bringt der Fisch natürlich auch. Finnwal klettert an Nace vorbei und liegt nun auf Platz 3 hinter B1 und Abu Garcia. Yeah, so we hammered the spot a little bit where we got bites, but nothing afterwards. So we're gonna drift now with the wind and to be able to fish as silent as possible, so not use the electric motor too much. We're gonna use this Abu Garcia Beast drifting bag. It's really nice piece of equipment for every boat angler. I think everybody should have one or two on board. You just attach it to the boat with a rope and let it, let the drift open the bag, so to say. Like you can see right now, there's a floater on top and there's a little weight on the bottom, so it will open up really easily. And this one will really slow down the boat, making it easier to control the drift. And it's not bothering you at all while fishing. So we use it a lot. If there's wind, we use it a lot. So I think that's a good tip. Try it. Fish on. Talk to me. First cast on the spinnerbait. Probably a small pike, I guess. Yeah, it's a pike, it's a small pike. I'll put it in the net for you. But first cast on the spinnerbait, eh? Yeah, super. I hope for a bigger one. Yeah, but that's too small. Yeah, it's not gonna last, but at least we can fill the car with it. We need one anyway. Okay. Hat sich den Dex Spinnerbait, neu von uns. Ah, der schüttelt gleich erstmal. Jawohl, jawohl, ist okay. Dex Spinnerbait geschnappt mit einem Power Swimmer. Wunderschöner Köder. Der wird nicht lange bleiben, hoffentlich. Gucken wir mal kurz, wie groß er ist. Das sind 64,5, also 65. Approved? Ja. Schnell wieder rein mit ihm. Der muss noch ein bisschen wachsen, der Kumpel. Aber direkt gefangen. Wie gesagt, glaube ich, der erste oder zweite Wurf auf den Köder jetzt. Zweiter Wurf, glaube ich. Das macht Hoffnung auf mehr. Den einfach nur langsam über die Pflanzen gekurbelt und dann einmal in die Lücken immer so reinfallen lassen und dann hat er ihn gleich genommen. Ein kleiner Hecht, doch da es für Abu der Erste ist, hilft er beim Ausbau der Führung. Bei Nace, mittlerweile auf Platz 4 abgerutscht, ist schon etwas länger nichts passiert. Richtig dicker Fisch. Oh, fuck! Was ist das? Meter. Pike? Ja, ganz dicker Meter. Ganz dicker Meter. Kann ich kurz noch mal eine Route einmachen? Ich kann nichts halten. Ich glaube, der hat 1,50 Meter
So ein... Ich habe noch gar nicht gesehen. Ich kann ihn nicht halten. Das ist der größte Hecht für uns auf jeden Fall. Alter! Das ist ein richtig dicker Fisch, ne? Also so richtig dick. Ich meine, ich bin so am Zittern. Glaube ich dir. Ich auch. Ich glaube, der hat 1,20 Meter, 1,10 Meter, 1,20 Meter. Echt? So genau habe ich noch nicht gesehen. Okay, komm her bitte. Ach nee, ich kann ihn nicht halten. Vergiss es. Ich hänge kurz meine Mutter an. Könnte 1,20 Meter sein, Leute. Kann ihn nicht halten. Mir ist schlecht, Alter. Zu viel Spannung, zu viel Aufregung. Ja. Das ist zu krass, der ist so groß, der Fisch. Der hat richtig Power. Alter, das ist 1,20 Meter Fisch. Guck. Scheiße. Okay. Holy shit. Boah. Ja. Jetzt, Cash. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Komm rein. Ja! Oh mein Gott. Ja! Oh mein Gott. Hier liegt ein Fisch von weit über 1,10 Meter im Kescher. Oh, ich muss ganz kurz chillen. Oh mein Gott, das denn? Oh, ist das... Alter. Und das im Turnier. Deine Großfischserie bricht nicht ab. Und alles auf dem Maze Runner. Oh, Alter. Die haben mir richtig schlecht im Drill. Die haben wir im Kescher. Oh. Das ist Turnierangeln. Fuck. Wow. Ach du. Warte. Kescher runter. Weg. Guckt euch diesen Fisch an. Der ist gar nicht so dick. Boah, der ist aber total lang. Ja. Unglaublich lang. Achtung, Tim. Okay, geh ganz vor. Ja, warte, schieb ihn nicht weiter vor. Ist ganz vorne dran. Oh mein Gott. Über 1,24 Meter, also Punkte 125. 1,25 Meter im Turnier. Das sind Hut ab. Das ist eine Leistung. Unglaublich. Auf dem Maze Runner. Schau dir diesen Kopf an. Verhältnismäßig schlanker Körper, dieser Kopf. Unglaublich. Auf dem Neuer Maze Runner. PB. Ja. Neuer PB. 1,25. Also nicht im Turnier 1,24,5. Auf dem Maze Runner M. Mehr geht nicht. Ja! Okay, der darf zurück. Mr. Big Fish.
Ah, der will schon. Der will schon gehen. Oh, ist das toll. Was ein Tier. Ja! Unglaublich. Ich bin immer noch am Zittern. Ey. Guckt euch das an. Danke dir, Alter. Unglaublich. Ja! Jetzt Full Cut, Alter. Wenn wir jetzt eine Full Cut kriegen. Oh. Also, der ist jetzt ein bisschen zerlegt, der Köder natürlich. Ich liebe ihn. Ich bin so am Zittern. Ich krieg hier nicht mal den Trailer raufgedreht noch. Jungs und mir 1,25 Meter im Turnier. Jetzt habe ich es geschafft, alle meine 3 PBs im Turnier zu fangen. Ich habe meinen 52er Barsch im Turnier gefangen, meinen 1,1 Meter Zander im Turnier gefangen und meinen 1,25er auch im Turnier gefangen. Geisteskrank, Alter. Einfach nur. So viel Glück. Oh, ich kann nicht mehr, Alter. Ich muss jetzt mal eine Pause machen. Wer würde nach einem solchen Fisch nicht auch erst einmal einen Moment innehalten? Dustin Schöne, der seit dem Kindesalter mit Kunstködern auf Raubfisch geangelt und schon abertausende Stunden in seinem Leben auf Hecht gefischt hat, hebt sich das allergrößte Exemplar für das erste YPC Boat Finale auf. Mit 125 Punkten ist dieser Hecht nicht nur Dustins Personal Best, es ist auch der punktbeste Fisch der YPC-Geschichte und natürlich ein verdammt gutes Argument im Kampf um den Pokal. Für den Titel müssen natürlich weitere gute Fische folgen, doch Nace macht schon mal 2 Plätze gut und liegt nun hinter Abu auf 2. Die Konkurrenz wird vom Kameramann über den Fang von Nace benachrichtigt. Ich will es nicht wissen. Ekelhaft. 50er Barsch. Hecht 1,5 Meter. 1,10 Meter. No, don't do that. Ah, ekelhaft. 1,17 Meter. No. Stop, stop. Stop the camera. Don't do this. 1,21 Meter. No. 1,25 Meter. Na. Ja, der FC Bayern hat wieder zugeschlagen, ne? Wie viel? Nein. 1,25 Meter. Ach was. Was, 1,25 Meter? Ja. Okay, geil. Ekelhaft. Ekelhaft. Ich glaube, das ist ein absoluter Ausnahmefisch, den fängt man nicht alle Tage, auch Team Nace nicht wahrscheinlich. Ja, ich glaube, Dustin ist am richtigen Spot. Leck mich am Arsch, 1,25 im Turnier. Das ist natürlich brutal. Den wollten wir fangen. Wir fangen 1,27, haben wir gesagt. Good job. Das PB für Dustin, ne? Dustin war bei 1,19 Meter oder bei 1,18 Meter. Also wenn er wieder mit dem PB in so ein Tournament kommt, wie mit dem 1,1 Meter Zander. Oh, good job. Good job, Dustin. And if it's indeed your personal best. Ja, Congrats. Glückwunsch, mein Lieber, wenn das wirklich stimmt. Alter, 1,25 Meter? Crazy. Aber Leute, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, beim Angeln ist alles möglich und es sind noch einige andere gute Teams am Start, die werden auch noch ihre Fische fangen. Deswegen kann ich mir trotzdem gut vorstellen, dass es spannend bleibt. Nach so einem Fisch ist nicht immer einfach, danach konzentriert weiter zu angeln. Ich bin noch so voller Adrenalin. Bisschen aufgewühlt, würde ich fast sagen. Naja, kurz gejiggt. Jetzt geht's wieder an mit meinem geliebten Maze Runner weiter. Und dann fangen wir hoffentlich noch einen Fisch, weil auch wenn der Fisch richtig toll war, bringt uns alles nichts, wenn wir die Full Cut nicht erreichen. Also, weiter Gas geben. Felix, hol was raus. Gib mein Bestes. Los geht's. So, ich habe fast das ganze Turnier jetzt Chatterbait gefischt und eigentlich noch gar kein Spinnerbait. Aber Dustin hat so abgeräumt damit. Jetzt probiere auch ich es mal. Maze Runner mit einem 10-01 Trailer. Hier noch ein Assist-Hook. Normalerweise fischen wir die Größe ohne, aber im Turnier gehen wir auf Nummer sicher.
Los. Fisch an, Fisch. Ja, guter Fisch können Oder? Egal, nee, ist glaube ich ein kleiner Hecht. Egal, egal, brauchen wir. Ist wichtig. Full Cut ist wichtig. Yes. Pass auf, dass der links. Mach weiter. Auch ich habe mittlerweile zum Maze Runner gewechselt und es hat keine 5 Minuten gedauert und der erste Hecht ist da. Zwar kein Monster, aber ein Wertungsfisch. Ich bin gespannt, wie groß er ist. Liegt vorne an, geht über die 60, 61 Punkte. Der darf gleich zurück. Der will auch zurück. Oh, yes, nächster Wertungsfisch. Sehr gut. Ein vergleichsweise kleiner Hecht für Nace. Doch er bringt Dustin und Felix erstmals die Führung im Finale. Freddy hat es nun ebenfalls auf einen großen Hecht abgesehen. So, das ist der große Abu Garcia Beast Paddletail in der größten Ausführung, in einer meiner Lieblingsfarben, Blue Herring. Und ich angel den jetzt hier parallel, wo Simon noch auf die Barsche angelt, übers Flache einmal rüber. Das Wasser ist ein bisschen trüb, deswegen noch ein Spinnerblatt ran. Ja, gucken wir mal, ob noch was passiert. Hier sind große Hechte und das ist einer meiner Lieblingsköder. Hoffen wir mal, dass hier irgendwo einer rumsteht vor den Löwen und packt. Yeah, well, Freddy is cracking it with the big baits. I'm still on a smaller chatterbait. Could of course get a big pike on that one as well, but we need to find a perch as well. So normally on these kind of spots where there's patches of weed close to a drop-off, there's pike and perch next to each other. So that's the strategy for now. I focus on the smaller lures. Freddy goes all in with a big lure, and we see what happens. Du willst mein YPC-Coach 2023 sein? Die Trainingstage mit mir bestreiten, mich beim Wettkampf unterstützen und die Spannung hautnah miterleben? Mit der exklusiven Catch Casino Predator Box 2022 hast du jetzt die Möglichkeit, dieses einzigartige Erlebnis wahr werden zu lassen. Welche Preise es noch gibt und wie du teilnimmst, erfährst du auf www.lmab.de/catchcasino. Ich wünsche dir mit meinen exklusiven Farben viele dicke Fische und natürlich viel Glück beim Mitmachen. I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no missions and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Everybody watch out. Watch out. What lies beneath can no longer hide. New Mega Imaging Plus uses high-frequency sonar to show you fish and structure up to 200 feet below your boat and 200 feet out to either side. No more secrets, no more guesswork, just a clearer picture of the world below, down to a fish's species and direction. Because more detail means more of this. Only from Humminbird. Martin, lass uns noch ein paar Barsche fangen. Ja. Komm. Ja, du, wir haben da die größten Fische gefangen. Wir haben keine andere Wahl. Müssen wir machen. Die 2 Zettis haben wir jetzt im Sack. Voll gut. Voll gut. Ja. Die Barsche haben wir auch dort gefangen. Also, Plan steht. Finnwald strebt nicht nur einen Spotwechsel an, sie verlassen das Hollands Diep komplett und fahren aufs Haringvliet.
Auch Bullseye hat dem HD den Rücken gekehrt und ist nun im Nationalpark de Biesbosch unterwegs. Wir brauchen jetzt ein Blackloch brauchen wir. Gell? Ja? Wir brauchen jetzt ein Loch von da herum, das wo liefert. Eins, wo richtig was ausspuckt. Genau. I get it, man. Good job. Oh yeah. Okay. Yep. I jump into the boat. Yes. Oh yeah. Hold on. No, 87. Okay. 86,5. Ich hatte gerade einen Fehlbiss auf meinem Re-Range. Gail hat ein Crankbait drauf gemacht, den Kraken. Und vorm Boot hat er sich dann geschnappt. 87er Hecht, ein schöner Fisch für die Punkte. Boah, endlich haben wir mal wieder einen Fisch gefangen. Wie immer bluten die Hände nach dem Hecht. Oh man, good job. Another pikey. Perfect. Thank you. Not a big one. 67. 67er Hecht, das nächste Blut. Aber wir fangen an, Fische zu fangen. Gaels und Marks Geduld zahlt sich aus. Die Hechte hatten ihnen in der Vorrunde die größten Schwierigkeiten bereitet. Jetzt haben sie bereits 3 auf dem Konto, darunter auch einen schönen 87er. Ilex überholt Finnwal und liegt nun hauchdünn hinter B1 auf Platz 4. Gucken wir mal, ob sie jetzt den Zielfisch ändern. Mace hat sich derweil einer ganz anderen Fischart zugewandt. Fisch. Schnell, Kescher, bitte. Hoffentlich ein Barsch. Das ist ein Zander, oder? Ah, das ist gar kein so kleiner Fisch. Ich sehe nichts. Eine Flunder seitlich gehabt. Was ist denn da? Eine Flunder. Du hast gerade eine Flunder gefangen. Was ist denn jetzt nicht in Ordnung? Oh nee, scheiße. Die Bitch ist gerade echt wie ein Biss und dann, um ehrlich zu sein, ja, hätte ich mir was anderes gewünscht, aber vielleicht gibt es ja extra Punkte. Flunder Points, die ist Kapital, glaube ich. Die ist, glaube ich, wirklich groß. Wunderschöner Fisch. Da würden wir beide von satt werden. Ja, aber lassen wir wieder frei, oder? Sicher. Karma, good Karma for the competition. Tschüss. Wie ein kleiner Heilbutt, irgendwie ganz geil. Noch langsam. Schöne Ankerstellung. Ist ein schöner. Schöner. Ist ein schöner. Bogen runter. Ja. Oh ja. Oder? Ja, klar, sind alle gut hier. Ankersperre ist drin. Macht nochmal los, dann wisst ihr. Ist im Freiwasser. Kommt da. Ah, schon von unten. Ist das ein schöner. Zander? Ja, ist ein großer. Zander. Ein Zander ist noch besser.
Ja! Oh, geil, du bist ein Typ, so Alter. Wichtig, ey. Ist der wichtig? Ist das eine Bombe? Ist das eine Bombe? Alter, fein, Tobi. Geil, ein Zander. Zander Chatterbeet und ein schöner, ey. Richtig geil, richtig geil. Komm, Alter. Los? Scheiße. Oh, ist der wichtig. 69,5. Alter, geil. Eine Erleichterung, kann ich euch nur sagen, eine Erleichterung. Wir haben hier gerade ein schönes Dreiecksfeld gefunden, wo eine große Kante ist, Krautfeld. Und von der Krautfeldkante aus geht es runter von 2,5 auf knapp 7 Meter. Und Frank hat eben gerade auf dem großen Gummi beim Durchleiern schon einen schönen Biss. Der hat den Schwanz komplett eingefaltet. Und ich habe eben gerade mit einem Bladed Jig einen Volleinschlag bekommen. Und der Fisch hatte richtig Druck gemacht. War natürlich ein Spaß pur bei der etwas leichteren Route hier. Die Levante hat ein geniales Drückrad und eine sehr, sehr feine Spitze. Und ja, natürlich Erfolg pur. 70er Zander. Ist ja so oder so ein bisschen schwieriger in der Competition gewesen. Auch in den anderen Tagen schon. Und ja, da freuen wir uns natürlich. Und jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir jetzt haben wir an der Kante gestoppt sozusagen. Wir sind hochgefahren und werfen jetzt rüber ins Tiefe und jiggen hoch ins Flache, weil wir die Fische eher an der Kante jetzt gerade vermuten. Weil hier jetzt so ein schöner Strömungsbereich ist und hoffen natürlich, dass wir jetzt hier vielleicht noch 1 oder 2 bekommen. Schauen wir mal. Nach dem Traumstart am Morgen war es etwas ruhig auf dem B1-Boot geworden. Umso nachvollziehbarer ist es, dass Tobis 70er Zander nun für große Erleichterung sorgt. Unterdessen hat das B1-Boot übrigens Gesellschaft bekommen, denn Finnwalds zweiter Spot des Tages ist in unmittelbarer Nähe. Ja, der nächste Spotwechsel wurde vollzogen. Den müssen wir jetzt hier vernünftig ausfischen. Hier kamen mit die besten Fische in der Gruppenphase. Und ja, neben uns stellen wir fest, steht auch Frank und Tobi von Finnwald Berlin, B1. Die haben auch schon einen guten Fisch an Bord gezogen, mindestens einen. Ich habe jetzt nicht alles auf dem Schirm. Ja, haben einen guten Riecher für die guten Spots, die Jungs. Die sind ja auch wirklich noch nicht oft hier gewesen an den Gewässern. Und dafür machen sie echt einen Höllenjob. Hut ab. Das könnte Fisch gewesen sein, aber ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Nein! Wenn jetzt kein Kraut dran ist, dann ärgere ich mich. Ja, ich glaube, ich ärgere mich. Ah ja, haben wir noch genug Zeit. Fisch, Fisch, Fisch. Hecht, hier vorne, schnell, schnell. Fisch besonders. Die Kante, ich hab dir gesagt, die Kante. Ich hab dir die Kante eben gerade noch mal gesagt. Der hört immer nicht. Ich höre mal nicht. Nee, meinst du? So. Und schon voll eingeatmet. Den hat er gemocht. Kleiner Hecht. Nicht schlechter Hecht. Ha! So, die messen wir mal. 69, ja, was sagst du? 69. 69, ja. Okay, und drin. Quick Release. Ja, da ist er weg. Die Kleinen sind immer spritzig. Hechtbiss oder Hechtdrillen, meist immer mit blutigen Händen hatte zu tun. Ah, so, kurz. Ja, also man sieht schon, dieses Areal hat ja schon reproduzierbarer Spot. Hier gibt es im Flachen stehen die Fische, aber auch an der Kante zum, ja, was sind wir hier? 2,30 Meter und da vorne ist 5 Meter Kante. Da stehen die Fische drunter. Ja, und Kursfixierung, Garmin-Motor wieder, jetzt zur Ankerposition, läuft natürlich. Der Motor ist hier mit 36 Volt auch betrieben. Mega leise und mega stark. Also da kann auch Wind kommen. Was nachher vielleicht passiert, das würde uns nur eine Karten spielen mit Garmin.
Gestern Abend noch mit den Westin-Jungs saßen wir zusammen. Ein Tipp, das ist ein Köder hier, 16,5 cm. Den habe ich mal als Andenken für die Jungs hier nochmal, der fängt. Also mit denen habe ich hier auch in Brandenburg schon Meterhechte gefangen. Einer meiner Lieblingsköder. Ein kleiner 50er Barsch wäre noch schön, so ein kleiner. Den könnten wir noch jetzt gebrauchen bis zur Mittagsstunde. Aber wenn ich jetzt überlege, Frank, wir haben jetzt 6 Fische und es ist um 11. Bitte? 6 Fische und es ist um 11. 5 oder 6? 5, stimmt. 2 Hechte, 2 Barsche, ein Zander, so 5. Und damit können wir auf jeden Fall erstmal schon mal leben. Dass man damit leben kann, ist wenig verwunderlich. 5 Fische, alle 3 Fischarten und mittlerweile auch wieder Platz 1 fühlen sich natürlich gut an. Bei Bullseye freut man sich bislang weniger über Fische, dafür genießt man immerhin die Benutzung von hochwertigem Angelgerät. Ich fische jetzt da gerade mit einer neuen Hechtangel. Die hat dann 60, 70 Gramm, also keine ganz schwere Angel. Und wenn der Fonser mal ein bisschen schneller arbeitet, dann hätten wir die schon lange auf dem Markt, oder? Die soll ja perfekt sein am Schluss, darum braucht es ein bisschen. Also das sind alles Prototypen, was ich jetzt da fische. Es braucht natürlich immer seine Zeit, bis man dann alle Komponenten so zusammen hat, wie man es natürlich gern hätte. Ob das jetzt der Griff ist oder die Ringanzahl oder dann doch wieder ein bisschen leichter, ein bisschen stärker. Aber mir ist wichtig, dass ich da einen schönen Griff habe und da keine Kanten nicht dort habe. Und ein bisschen Old-Style, ein bisschen ein Kork, wenn dabei ist, natürlich auch was Schönes. Dann fahren wir da hin. Fangen wir beim ersten an. Erst vorne, dann machen wir hier genau, die Mitte. aber nicht drüber fahren. Nee, machen wir erst vorne, dann die Mitte. Da kannst du dann schon die Kante zum nächsten. Ja, da kann man ja schon umschmeißen. Hinten rein. So, weil der Übergang ist bestimmt geil da. Ja, aber das wirfst von hier aus und von da aus. Also da, den können wir hart befischen. Hat Team Finball schon was? Von denen haben wir auch nicht viel gehört. Ich würde noch mal den Flachbereich noch mal kurz probieren. Da wo du auch den Rapfen hattest, glaube ich, ne? Ja, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein. Ansonsten müssen wir vor das Plateau fahren. Ja, hier angeln wir jetzt einen Platz. Flache Bucht mit einer Krautkante. Hier kam ein großer Nachläufer hinterher schon vorher. Und den versuchen wir zu fangen. Es war auf jeden Fall 1,20 Meter Fisch bei Svenny. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den vielleicht zum Beißen kriegen. Der steht hier irgendwo rum, der Kumpel. And there's perch in here as well, so we're doing the same tactics. Me on the small lures and Freddy with the big guns. Kamera raus. Jetzt ist Schluss mit lustig. Wir brauchen 7 Gramm Kopf. Jetzt geht's auf, hat er gesagt. 2 Kontakte. Und jetzt machen wir scharf. Richtung ist auch klar. So. Bis jetzt war nur Warm-up. Jetzt geht's los. Ihr Schnachtzapfen. Feiki, the same. In the net. You see, this is how we do. This is how we do. Quick release. Der nächste Hecht auf meinem Re-Range und der ist 71. So, der Gute bringt uns wieder ein paar Punkte. Dabei. Vielleicht haben wir jetzt mal ein paar Fische gefunden. Sie scheinen auf jeden Fall auf Hardbaits bei uns zu reagieren. Ich habe jetzt schon wieder einen Fisch mit dem Re-Range gefangen. Nur die Größe, an der müssen wir noch arbeiten. Das ist ein kleines Steinfeld. Da rattert der Köder drüber. Jetzt hat hinten gerade einer kurz Ich sag, entweder sind nicht lauter kleine
Oder da ist so ein Fischschwarm, wo es direkt dabei hängen bleibt. Siehst sogar an der Spitze. Duck. Tja. Lass uns einmal noch hintreiben da. Da. Ja. Lass uns einmal ein bisschen hintreiben. Die hängen nicht. Das war, glaube ich, sogar ein Zander hier, wie es ausschaut. Ja, es ist Halbzeit jetzt. Wir haben jetzt noch einen ganz kleinen Spot, der auch echt gut Barsche gebracht hat im Training. Den fischen wir jetzt noch mal kurz an. Boah, einen schönen Barsch, das wird schon sehr gut tun jetzt. Hecht eher nicht hier, eher Barsch, aber gut, man weiß nie. Die stehen natürlich auch da. Und dann ist die große Entscheidung, ob wir einen Risikomove machen oder ob wir an unserem Plan dranbleiben. Das ist schwierig. Wir schauen. Hecht? Ja, ein Hecht. Egal, ein guter Hecht. Ganz ruhig. Ruhig bleiben, ne? Eine relativ weiche Route, ne, wenn der Kleine schon so viel Rabatz bei dir macht. Sehr gut! Den brauchen wir. Gerade eben ummontiert auf dem Predator 5 Inch in 10.04. Absolute Waffe. Schön. 75 oder was hat der so? Ja, sowas. 72, über 72, also 73 Punkte, richtig, Tim? Ja, 72,5 und 73, ja. Kein Monster, aber Wertungsfisch. Sehr schön, der kommt gleich wieder zurück. Yes, nächster Wertungsfisch. Fisch Nummer 5, ne? Yes. Der letzte Fisch der ersten Finalfolge geht auf das Konto von Felix Wegesser und er bringt Nace den ersten Platz zurück. Doch trotz des Ausnahmehechts von Dustin ist das Feld recht eng beieinander. Die 1, die ebenfalls schon 5 Wertungsfische auf die Matte legen konnten, sind aktuell Zweiter. Abo und Ilex liegen mit je 4 Fischen auf 3 und 4. Finnwal belegt mit 2 Zandern den 5. Platz. Und Bullseyes-Taktik wartet noch auf den Durchbruch. Hier gab es noch keinen Wertungsfisch. Was in der zweiten Tageshälfte passiert, zeigen wir euch am nächsten Sonntag. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Likes, Kommentare und natürlich über Support-Einkäufe in unserem Online-Shop. Macht's gut!